gibt es so ein großes Ding hier und das ist diese Leitung. Das ist unser Telefon. Wenn wir das kappen, dann sind wir, glaube ich, alle nicht glücklich. Es ist doch gut, wenn neue Leute einziehen. Guck mal, wie der Boden glänzt. Ist das einfach nur Dreck von den letzten 30 Jahren? Die Neuen sind 7 Erwachsene und 4 Kinder. Alle aus der Großstadt hierher gekommen, um anders zu leben. Gemeinsam, auf dem Land. Bist du soweit? Ja. Ich bin soweit. Das sieht jetzt alles halt so unglaublich chaotisch aus, aber wir haben natürlich total schöne Ideen, was wir hiermit machen. Also es gibt ein Gewächshaus vielleicht, es gibt vielleicht einen Teich, eine Jote. Das wird, glaube ich, sehr schön. Das Schöne wäre, wenn wir uns erstmal einig werden, was wir überhaupt machen wollen. Und dann haben wir alle Zeit der Welt, das umzusetzen. Das alte Hofgut in Nordhessen gehört jetzt Ihnen. Aber passen Sie überhaupt zusammen? Wie finanzieren Sie das Projekt? Und was sagen die Nachbarn zu den Neuen aus der Stadt? Entschuldigung, ich glaube, wir sind gekommen, um zu bleiben. Echt? Das ist ja toll. Upsala. Eine aufgeräumte Baustelle ist eine sichere Baustelle. Hier herrscht Chaos. Statt Wände und Böden, Löcher. Vom fertigen Wohnraum ist Philipp Reifenscheid noch weit entfernt. Er verbringt jeden Tag viele, viele Stunden auf seiner Baustelle. Nächstes Jahr Weihnachten will er mit seiner Familie hier eingezogen sein. So viel wie möglich will Philipp in Eigenleistung schaffen. Die beiden oberen Etagen der alten Scheune werden die Wohnung für ihn, seine Frau und die beiden Töchter. Ein großes Projekt. Der Mut ist, glaube ich, typisch männliche Selbstüberschätzung. Ich bin kein Handwerker, aber meine Eltern haben auch einen Hof saniert. Also ich bin auch auf der Baustelle aufgewachsen. Angeblich habe ich als Baby nur geschlafen, wenn die Kreissäge an war. Aber natürlich habe ich trotzdem eigentlich keine Ahnung, wie man eine Wand mauert oder einen Boden verlegt oder so. Achtung, super heiß! Lange waren sie auf der Suche nach einem geeigneten Objekt. Abgeschlossene Wohnungen als Rückzugsort für jede Familie sollte es haben. Platz für Gemeinschaftsräume im Haus und einen Garten. Der 440-Seelenort Lenderscheid im Schwalm-Eder-Kreis war dann der Volltreffer. Über die gemeinsame Suche haben sie Marcel und Verena Gluschak kennengelernt. Die beiden kommen aus Berlin, wollten näher bei Verenas Familie leben. Die 4 haben das Hofgut gemeinsam gekauft, in Eigentumswohnungen umgewandelt und leben seit Sommer 2022 dort. Und die Gruppe wächst. Mittlerweile leben auch Jonas und Maike mit ihrem Sohn Delio hier. Sie haben die letzte freie Eigentumswohnung gekauft. Kurz davor ist Imke eingezogen. Auch sie ist jetzt Eigentümerin. Wirtschaftlich sind die Wohnbereiche klar getrennt, wie bei klassischen Wohnungseigentümergemeinschaften, mit dem Anspruch, Teile des Hauses und den Garten gemeinschaftlich zu gestalten und zu beleben. Die Ökos aus der Großstadt? So will die Gemeinschaft im Herrenhaus in der Ortsmitte nicht gesehen werden. Uns ist ganz wichtig, dass die Menschen hier im Dorf nicht das Gefühl bekommen, jetzt kommen die aus der Stadt hier hin und wissen alles besser. Das ist auf keinen Fall so. Wir sind hier hingekommen und wollen auch auf jeden Fall erstmal alle kennenlernen und zuhören. Hi, na, schönen Tag euch. Trotzdem fallen die Höfchens mit ihren fahrbaren Untersätzen im Dorf noch auf. Erkennungszeichen Lastenrad. Aber wie stehen denn nun die Nachbarn zu den Neuen aus der Stadt? Immerhin ist das alte Gut ein zentrales Gebäude im Dorf und viele Menschen verbinden Erinnerungen mit dem Ort. Die Hofgemeinschaft hat ein kleines Sommerfest organisiert. Zu Kaffee und Kuchen haben sie in ihren Garten zum Erzählcafé geladen. Die Idee ist, dass also alle, die hier im Dorf leben, die haben ja irgendwas mit diesem Haus zu tun, weil es so ein ganz zentrales Haus ist fürs Dorf. Das war ja sozusagen das Gutsherrenhaus und alles Land hat irgendwie den Baumbachs hier gehört. Und alle sind hier, also alle haben mir bis jetzt, die ich getroffen habe aus dem Dorf, was erzählen können. Jetzt die Idee, erstmal die einzuladen, weil wir kennen unsere Nachbarn zum Teil, aber zum Teil auch noch nicht so gut. Und die zweite Idee ist auch so ein bisschen mehr zu lernen und zu erfahren über das Haus, weil es hat eine unglaublich lange Geschichte und es hat für alle hier was zu tun. Und vielleicht ist das eine Möglichkeit, sich auch mit den Menschen ein bisschen zu verbinden, dass man einfach was Gemeinsames hat zum drüber reden.
Aber wie viele werden wohl kommen? Bei persönlichen Einladungen auf der Straße waren die Rückmeldungen zurückhaltend, zögerlich. Bleiben die Höfchens auf ihrem Kuchen sitzen? In der nächsten Folge geht's in ein besonderes Haus. Inklusives Wohnen gemeinsam statt einsam. Hier ist so das erste Mal eine Wohnmöglichkeit, wo ich wirklich halt alles alleine machen kann, irgendwie meine Wäsche alleine waschen kann, kein Hindernis habe, schon super angenehm. Also war auf jeden Fall eine richtige Entscheidung. Wie funktioniert das neue Miteinander von Behinderten und Nichtbehinderten?